Hallo und herzlich willkommen hier bei 20. Und für alle da draußen, die jetzt denken, ihr habt einen Knick in der Optik, nein, ich bin nicht Theresa Underberg, sondern Jo Beil. Und ich habe heute das Vergnügen, eine ganz besondere Folge 20 zu führen. Besonders aus zwei Gründen. Es gibt eine positive und eine schlechte Nachricht. Die gute: heute sitzt die 20-Meisterin persönlich, Theresa Underberg, hier und wird Rede und Antwort stehen. Ihr konntet im Internet Fragen stellen und was da alles rauskam, das werden wir gleich sehen. Ja. Die schlechte Nachricht: diese Sonderfolge ist auch die letzte Ausgabe von 20. Warum und weshalb, das klären wir gleich im Gespräch. Jetzt erstmal, hallo Resi. Hallo, Jo. Heute das erste Mal auf der anderen Seite. Wie fühlt sich das an? Komisch. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt weiß ich, wie ihr euch immer gefühlt habt. Ja, das siehst du mal. Es war nämlich nicht immer nur Zuckerschlecken. Bitte? Aber du warst ja eine sehr nette Gastgeberin. Ja, gerade nochmal. Ne? Ich werde das heute auch versuchen. Wir haben im Internet aufgerufen, dass die Fans dir Fragen stellen dürfen. Und ich sage mal so, das meiste ist nett. Nein, du musst keine Angst haben. Der Rest ist von dir. Der Rest ist von mir, genau. Sie kennt mich zu gut. Dann legen wir mal los. Strand oder Berge? Strand. Kopf oder Herz? Definitiv Herz. Sehr gut. Die Frage ist eigentlich ganz einfach für dich. Jeans oder Jogginghose? Wenn ich zu Hause bin, Jogginghose, ansonsten Jeans. Also, oder ich bin eigentlich eher der Kleidmensch. Der Kleidmensch? Oder die Kleidfrau. Wie man das gerade eindeutig sehen kann. Genau. Gut, letzte Entweder-oder-Frage und ich glaube, das ist die schwierigste. Köln oder Hamburg? Hamburg. Hamburg. Die Jahre in Köln haben dich nicht dazu gebracht zu sagen Köln? Doch schon, aber das liegt eher an den Leuten als an der Stadt. Okay, also du bist im Herzen Hamburgerin. Definitiv, und das wird sich, glaube ich, auch niemals ändern. Wie jeder Hamburger, wir sind, glaube ich, die größten Patrioten. Ich habe eine Fußmatte mit der Hammerburg, ich habe Becher mit der Hammerburg, ich habe die Hammerburg selber mir auf meinen Balkontisch gemalt. Ich bin eine stolze Hamburgerin. Hamburg meine Perle, sag ich nur. Ja, Resi, damit wären die einfachen Entweder-oder-Fragen durch und jetzt geht es direkt knüppelhart los mit einer Frage von Cindy aus Dresden. Cindy aus Marzahn. Nein, die war auch dabei, aber ich dachte, wir nehmen die Cindy aus Dresden. Und die möchte gerne wissen, wie bist du eigentlich zur VL gekommen? Also, das war so, dass ich in Trier bei einem Radio- und Fernsehsender gearbeitet habe und da das Wetter moderiert habe. Und dann nach Köln gekommen bin und ein Volontariat zur TV-Redakteurin gemacht habe. Und danach wusste ich, okay, das ist nicht das, was ich machen will, aber was will ich machen? Und wollte eigentlich nach Berlin, um Skandinavistik zu studieren, weil ich gerne nach Schweden auswandern wollte. Ernsthaft? Ui. Und dann hat meine beste Freundin gesagt, Resi, bewirb dich bei Verbotene Liebe. Du wolltest immer Schauspielerin werden und du hast früher immer mit deiner großen Schwester immer Verbotene Liebe geguckt. Und dann habe ich mich beworben mit, glaube ich, so amateurhaften Fotos, die mein Bruder gemacht hat bei uns im Hausflur und komischen Wettermoderation als riesige Regenbogen. Okay, sie Regenbogen. Ja, und dann rief die Kathi an, unsere Casterin, und meinte, ob ich nicht zum Casting kommen will. Und, ja. Du bist also Quereinsteigerin? Ja. In dem Beruf? Ja, also ja, eigentlich schon. Also ich habe, seitdem ich 4 bin, spreche ich synchron, aber ich habe diesen Beruf an sich nicht gelernt. War VL dann so eine Art Schauspielschule für dich? Absolut, absolut. Also du möchtest die Zeit hier auch nicht missen? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Gut, da haben wir nämlich die nächste Frage. Die Moni wüsste gerne, was dein schönster Moment bei der verbotenen Liebe war. Ach Gott, jetzt werde ich wehmütig, aber es waren viele. Also es waren... Ich wüsste jetzt keinen speziellen, wirklich schönen Moment. Ich hätte da ja einen. Also natürlich ja das erste Bild mit Oliver Sabel. Nein, so viele waren es. Ja, es klingt immer so blöd, wenn man das sagt, aber wir haben ja wirklich so viele schöne Sachen, dass es schwer ist festzulegen. Also eine rundum schöne Zeit. Absolut. Gut, du bist irgendwann bei der verbotenen Liebe gewesen und dann kam es zur ersten Kussszene. Damals ja, glaube ich, mit Joscha noch. Ja. Und da ist jetzt die Frage, wie es eigentlich mit Zunge oder ohne? Auch das, aber das hat mit der Frage zu tun, wie ist es als Schauspielerin, wenn man jemanden küssen muss, den man eigentlich gar nicht gut kennt und sagt, den will ich nicht küssen. Kannst du dann sagen, nee, mache ich nicht, oder musst du das dann machen? Also ich hatte bis jetzt echt Glück mit meinen Kusspartnern, dass da irgendwie keiner dabei ist, wo ich irgendwie dachte, so, nee, das möchte ich nicht machen. Also von daher war die Voraussetzung immer da, aber es war schon irgendwie, ich glaube, ich war 4 Wochen hier
Und da hieß es dann gleich so, okay, Sebastian und Lydia küssen sich. Da dachte ich mir so, Gott, wie macht man denn das? Und dann habe ich auch irgendwie meinen ersten Kuss gesehen und das war auch, weil ich immer nur so gemacht habe. Und irgendwann lernt man halt so ein bisschen mehr oder weniger, wie es irgendwie kameratechnisch gut aussieht. Und dann hat man auch einfach, finde ich, in dem Augenblick, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in dem Augenblick ist einfach auch, sind die Gedanken komplett irgendwie, also man denkt da gar nicht dran, was man da gerade macht. Ja. Also man irgendwie, und dann ist auch der Kuss vorbei und dann sitzt man da auch wieder so und wartet, bis der Regisseur einem irgendwas sagt. Ja, es ist ja sehr technisch. Ja, Romantik ist ja nicht wirklich dabei. Aber du hast es gerade gesagt, mit Zunge oder ohne? Ohne. Ohne, der klassische Filmkuss ohne Zunge. Ja, ich denke auch, sollte Ja, also so wenn sein. da mal einer dabei sein sollte, der mir privat ganz gut gefällt, dann kann man es ja mal ausprobieren, aber nein. Nein. Du hast direkt die perfekte Überleitung gegeben. Die nächste Frage von Anna aus Eckenfelden wäre nämlich, welcher Typ Mann spricht dich im wahren Leben an? Also als erstes kann ich sagen, er muss wirklich Humor haben. Das ist, also dann wird er optisch für mich auch gut. Sonst ist es aber eigentlich, wenn ich jetzt so ein Paradebeispiel für meinen Typ Mann, dann muss er dunkelhaarig sein. Oh Gott, Ach ja, sprich weiter. Dunkelhaarig sein und 3-Tage-Bart haben, aber ein bisschen längere Haare fände ich gut. Die wachsen gerade wieder. Und was echt wichtig ist für mich, ist, dass er gut riecht und dass er Wert auf Hygiene legt. Leute, ich bin dann auch weg aus der verbotenen Liebe und ziehe mit nach Hamburg. Nein, also dann sind ja weder Sebastian noch Ansgar im privaten Leben deine Typen Mann so richtig, oder? Wenn man jetzt von der Optik... Ja, aber beide haben Humor. Okay, wenn du es für Lydia hättest entscheiden müssen, wen hättest du für Lydia gewählt? Denn das wüsste gerne die Katrin aus Zürich. Welchen Mann würde Theresa für Lydia wählen? Ach Gott, das ist auch eine schwere Frage, aber ich glaube dann eher Sebastian. Sebastian, doch mehr das Ja, Herz ich glaub, als den Draufgänger? Ja, ich glaube, Ansgar, so als längere Beziehung wünsche ich keiner Frau. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Gibt es einen Interviewpartner, von dem du sagen würdest, das war so das schönste Interview? Das wüsste nämlich gerne die Annette aus Dresden. Alle. Du hattest alle Talkgäste sehr gerne, aber Maria aus Mannheim fragt dich, mit welchem Weltstar hättest du gerne mal eine Folge 20 gedreht? Oh Gott. Wir können Weltstar auch aufs deutsche Fernsehen ummünzen. Gibt es da jemanden, den du richtig gerne hast und gerne mal interviewt hättest? Ja, aber das, Den möchtest du nicht sagen? Ja, den haben wir nicht gefunden. Ich glaube, Christian Ulm. Sehr cooler Typ. Ja, würde ich, und Moritz bleibt treu. Christian Ulm, weil er auch Hamburger ist oder einfach, weil er lustig ist? Ja, der hat meine Art von Humor. Da merkt man die gleiche Herkunft. Ja, und Moritz bleibt treu, weil das, glaube ich, einfach echt eine coole Sau ist. Und Weltstar, keine Ahnung, wüsste ich jetzt sonst keinen. Also, wer sich da anbietet, kann man ja, so ein Brad Pitt kann sich ja auch mal hier, ja, dann würde ich nochmal ein 20 machen. Brad, einfach schreiben, wenn du Lust hast. Theresa wäre dann gewillt, aus Hamburg nochmal einzufliegen. Ja, das ist kein Problem. Sehr schöne Sache. Ich würde auch nach L.A. kommen, das ist auch okay. Da seht ihr mal, eine ganz selbstlose Person, diese Kira Theresa Unterberg. Ich wollte es einmal ganz gesagt haben. Kira Theresa Beatrice Friederike Felicitas Cornelia Maria. So. Ist das jetzt ein Witz? Nee. Mein Gott, und ist ich dachte ganz immer, klein gedrückt in meinem Perso. ich wäre mit Johannes Hermann Bruno Anton schon geschlagen. Noch einmal? Kira Theresa Beatrice Friederike Felicitas Cornelia Maria. Unterberg. Beatrix Unterberg. Ich nenne dich Bea ab jetzt. Okay. Bea. Wir kommen zur nächsten Frage. Hermann war dazwischen bei dir. Ja, komm, Bea und Hermi. Das ist eine meiner Lieblingsfragen, die stellte die Nadine aus Haar. Hast du privat denselben Style wie Lydia in der Serie? Gibt es Klamotten, die du privat gerne auch hättest und welche, die du gar nicht magst? Ich mache nur mal und lasse das als Insider im Raum stehen. Dies ist deine Fläche. So, ich muss ja weiterhin diplomatisch bleiben. Also ich würde sagen, Resi und Lydia unterscheiden sich ziemlich in ihrem Klamottenstil. Aber dadurch, das muss ich ja auch sagen, das war das Coole hier an VL, weil ich Klamotten anhatte, die ich in meinem privaten Leben niemals angezogen hätte, beziehungsweise auch nie gedacht hätte, dass es sowas überhaupt, dass sowas hergestellt wird, dass es Designer gibt, die so sagen, das machen wir, das geht in die Herstellung. Kann ich mit meiner Rolle ja auch mitsprechen, auch Olli trägt ja gerne mal Kleidung, die nicht jeder trägt. Na gut, wir bleiben bei deiner Optik. Okay. Und jetzt geht es tatsächlich um deine Haare. Magdalena möchte nämlich wissen, wie du es fandest. Woher kommt denn Magdalena? Magdalena ist aus Merzen. Ah. Magdalena mit dem Herzen aus Merzen. Na, Magdalena... Hör auf zu scherzen. Wie ich auch...
Ja, jetzt was will Es brennen hier die Kerzen. Komm, wir können das Stunden machen. Magdalena möchte wissen, wie fandest du es, als deine Haare kurz geschnitten werden mussten? War das deine Entscheidung oder wurdest du gezwungen? Ja, das war meine Entscheidung. Ich habe immer schon mir die Haare kurz schneiden wollen, war aber einfach viel zu feige dafür. Ich habe auch mit Freunden, als wir auf den Kiez gegangen sind, habe ich irgendwelche Wetten bin ich eingegangen, betrunken, um irgendwie zu verlieren, damit ich endlich mir diese Haare abschneiden kann. Aber ich habe halt die Wetten immer gewonnen. Und dann, du bist ja der Siegertyp. Ne? Ja. Und dann habe ich hier angefangen und habe das vorgeschlagen. Und am Anfang hieß es so, nee, auf keinen Fall. Lydia braucht lange blonde Haare. Und dann war das ja geschichtlich irgendwie bei Lydia alles ein bisschen schwierig. Und dann war es soweit. Ob ich es nochmal machen würde, weiß ich nicht. Ich könnte es mir vorstellen, aber noch nicht jetzt. Okay, du bist ja wieder etwas länger geworden, was die Haare angeht. Das stimmt. Wir werden jetzt etwas intimer, was die Fragen angeht, denn jetzt geht es mehr in Richtung Privatleben, Theresa Underberg oder Bea, wie wir dich auch liebevoll nennen. Hast du Geschwister? Das wüsste gerne die Janine. Ja, ich habe 3 Geschwister, 2 ältere Schwestern und einen großen Bruder. Ich bin das Nesthäkchen. Das Nesthäkchen in einer Großfamilie. Wie war es, als Nesthäkchen aufzuwachsen? Super war's. Habt ihr ein gutes Verhältnis, du und deine Geschwister? Ja, also mittlerweile nehmen sie mich auch ernst. Das war halt so, um die 10 hat jeder irgendwie weil bei uns war es immer wichtig, dass wir alle immer zusammen Abendessen und frühstücken. Und dann hat jeder halt irgendwie seine Probleme erzählt. Und ich habe halt so von der Schule erzählt, was da irgendwie passiert ist. Und es war halt echt langweilig. Aber für mich war es ein Problem. Und dann war halt immer nur so der Blick, ja. Und dann immer so weitergeredet. Und das war, mittlerweile hat sich das zum Glück irgendwie ein bisschen relativiert. Aber als Nesthäkchen aufzuwachsen ist aber trotzdem cool. Du hast Geschwister. Hast du denn auch Haustiere? Wenn ja, was und wie heißen sie? Das wüsste gerne die Annika. Okay, liebe Annika, ich habe eine Katze. Weil ich hätte auch gerne einen Hund, aber das ist leider hier nicht machbar. Und weil ich halt selten zu Hause bin. Und deswegen habe ich eine Katze und die heißt Frieda. Lotte aus Berlin wüsste gerne, was wäre für dich der perfekte Tag? Das ist so witzig, weil ich diese Frage ja auch immer bei euch hatte. Und ich mich immer gefragt habe, was antworte ich? Ich glaube... Jetzt hast du die Chance. Jetzt habe ich die Chance. Ich glaube, angefangen ist es schon am Abend davor mit einer ganz tollen Party, mit ganz viel Spaß. Dann leider, weil ich auch den Hang dazu habe, auszuschlafen, aber das ja hier jeder gesagt hat, würde ich halt wahnsinnig früh aufstehen, total ausgeruht. Es ist ein schöner, sonniger Tag und ich gehe raus, habe aber gut gefrühstückt mit den Freunden, mit denen ich vorher auch feiern war. Also habt ihr alle kommunenmäßig zusammen übernachtet? Ja. Gut. Da macht die Resi ein richtig gutes Rührei, weil für mich ist es, wenn Freunde bei mir sind, dann ist das auch meine Aufgabe, sie als Gastwirtin sozusagen zu liebkosen mit meinen Köstlichkeiten. Ich war ja nie eingeladen, ich weiß es nicht. Und ja, einfach, glaube ich, sich auch gar keine Gedanken machen, gar keinen Plan haben, sondern einfach so in den Tag hineinleben. Das klingt nach einem schönen und vor allem chilligen Tag. Ja. Losgelöst von deinem schönsten Tag, was ist für dich das Allerwichtigste im Leben? Das wüsste gerne die Nina aus Mühlacker. Das Allerwichtigste im Leben ist, glaube ich, einfach, also meine Familie, meine Freunde definitiv, aber so für einen selber, glaube ich, immer daran zu glauben, oder immer optimistisch zu sein. Dass man immer mit einer guten Gelassenheit, dass alles gut wird, irgendwie seinen Tag bestreitet. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Und diesen Optimismus und den möchte ich einfach nicht verlieren. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste im Leben. Gut, dann hast du auch direkt nämlich die nächste Frage von Nicole aus Hasbergen beantwortet. Die wollte wissen, was ist dein Lebensmotto? Auf Regen folgt Sonne. Auf Regen folgt Sonne. Kurz und bündig und sehr wahr. Nicole geht sehr nah an dein Bett und fragt, was liegt denn neben deinem Bett? Da ich keinen Nachttisch mehr habe, weil ich mein Schlafzimmer umgestellt habe, ist da gar nichts. Außer mein abendlicher Tee, den ich immer neben das Bett stelle.
Und wenn ich Glück habe, ist der auch noch morgens da und Frieda hat, weil Frieda geht nämlich immer mit der Pfote in den Becher und weiht mich dann immer Ach, so. schön, Macht also immer eine morgendliche Katzenweihe. Ja, das ist auch gerne auch in der Nacht. Dann werde ich wach und denke, was spritzt denn hier? Und dann hat Frieda ein bisschen wieder mit dem Tee geweiht. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit der Frage von Jutta aus Köln. Und die Frage ist so lange, dass ich die vorlesen muss. Okay. Liebe Theresa, viele künstlerisch tätige Menschen haben mehr als eine Begabung. Gibt es etwas, was Sie noch gut können oder gerne mal machen würden? Zum Beispiel singen, tanzen, schreiben, malen oder auch Regie führen? Also Regie führen auf keinen Fall. Wieso? Also ich glaube, wäre einfach keine gute Schauspielführerin. Okay. Das glaube ich, wäre nicht so meins. Singen, ja. Aber ob ich es gut kann, weiß ich nicht. Ich habe wahnsinnig viel Spaß am Singen. Also jede Karaoke-Bar ist meine. Hast du ein Lieblingslied? Es sind viele. In der Karaoke-Bar, welches Lied wird direkt gewählt? Da singe ich in Hamburg immer, in der Thai-Oase singe ich da immer, oh Gott, wie heißt es denn nochmal? Ach, das... Flashdance. Flashdance. Aber eigentlich, so mein Lieblingslied ist von The Mamas and the Papas, Dream a Little Dream of Me. Es ist kein Geheimnis mehr, wir können das jetzt auch offen aussprechen, du verlässt ja die verbotene Liebe. Als ich mich bei den Fans umgehört habe, gab es da immer wieder mal die Frage, geht die Theresa, weil sie schwanger ist? Wer weiß. Nein, ich gehe, weil, du hast mich auch gefragt, Kopf oder Herz. Und mein Herz mir vor einem halben Jahr gesagt hat, Risi, jetzt warst du 3 Jahre dabei, guck einfach mal, was das Leben noch so mit dir vorhat. Und es war ja jetzt im Herbst, also habe ich auch bei einer Produktion mitgemacht. Und das war irgendwie für mich so ein Grund, irgendwie zu sagen, es wartet auch was irgendwie noch neben VL auf mich. Und jetzt will ich es einfach ausprobieren. Und mir war es auch wichtig, dass ich gehe und wiederkommen kann, dass das offen bleibt. Aber mein Herz hat mir einfach gesagt, probier auch mal was Neues aus. Dann sollte man darauf hören. Ja. Wenn du jetzt gehst, ich weiß nicht, wann ihr das sehen werdet, aber du hast jetzt noch eine Drehwoche vor dir. Ist wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig langsam. Ja, es ist, also was heißt schwierig? Es ist schon komisch zu sehen, was einen früher irgendwie so genervt hat, so mit 6:45 Uhr in der Maske sein und so. Das finde ich jetzt irgendwie alles so toll, weil ich weiß, es ist alles jetzt nur noch 4-mal, nur noch 3-mal irgendwie, es ist irgendwie toll. Und es ist so eine Wehmut ist einfach dabei. Auf der anderen Seite hatte ich gestern meinen letzten Drehtag im Außendreh und es ist einfach noch nicht angekommen. Also es ist im Kopf, aber es ist noch nicht bis ins Herz gelangt. Ich glaube, ich werde es erst realisieren, wenn ihr am 3. Januar wieder anfangt zu drehen und ich zu Hause sitze und mit Frieda dusche. Dann schauen wir mal, ob du vielleicht trotzdem schon die Frage von einem gewissen Jo W. aus Köln beantworten kannst. Gott, das möchte ich nicht beantworten. Doch, die Frage scheint mir also sehr, ich muss sagen, gute Frage. Ja. Der wüsste nämlich gerne, wenn du gehst, was hast du für dich bei VL gelernt? Also was nimmst du mit aus dieser Produktion? Oh Gott, dass das am Schluss kommt. Tolle Leute. Oh Gott, jetzt ist es aber traurig. Ja, scheiße. Ja, aber es ist ja auch... Oh Gott. Scheiße, ich wollte nicht weinen. Dann komm, dann nicht weinen, wir decken das zu. Ich stelle eine andere Frage. Du hast sie quasi schon beantwortet, aber dann frage ich sie nochmal, damit wir das überbrücken. Welche Pläne hast du denn nach der verbotenen Liebe jetzt, außer vielleicht arbeitsmäßig, was erwartet dich alles? Also das Erste, was ich machen muss, ich muss mir endlich jetzt eine Agentur suchen. Dann das und dann habe ich ja wie gesagt im September jetzt ein Projekt mitgemacht. Dürfen wir darüber sprechen, oder? Ich glaube ja. Theresa hat nämlich mit einem ganz tollen Mann gedreht, sage es. Mit Matthias Schweighöfer. Wann kommt der Film ins Kino? Am 8. September. Und heißt What a Man. Oh mein Gott, was spielst du da? Stine, und Stine ist nur am Essen. Das passt ja. Eigentlich habe ich mich selber gespielt. Und der kommt nächstes Jahr in die Kinos und da bin ich mal gespannt, was dann kommt. Und ich war jetzt auch auf ein paar Castings. Also es ist, glaube ich, also gehe mit einem guten Gefühl. Sowieso, wie gesagt, bin ich ein Optimist, aber ich gehe mit einem guten Gefühl, dass es was wird. Ich glaube auch, dass du das auf jeden Fall kannst.
Es wird jetzt wieder etwas besinnlicher, ohne große Emotionen. Es ist nämlich schon die letzte Frage und die kommt aber von ganz weit her aus Auckland in Neuseeland. Ach. Ja, siehst du mal, da hast du auch Fans, nämlich die Katha. Ich glaube, sie heißt Katha. Muss ich sie auf Englisch dann jetzt beantworten? Sie hat auf Deutsch gefragt, deswegen denke ich, kannst du auch auf Deutsch antworten. Die Katha wüsste gerne von dir, wie verbringst du Weihnachten? Mit meiner Familie in Hamburg und mit meinen Freunden. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Aber deswegen liebe ich auch Weihnachten und Ostern, weil es einfach jedes Jahr das Gleiche ist und einfach, ich liebe Tradition, gerade Familientradition. Und da ist es einfach bei uns Weihnachten immer das Gleiche und deswegen auch wirklich schön. Habt ihr auch ein traditionelles Weihnachtsessen? Ja, also zu Heiligabend, das variiert immer so ein bisschen, weil es auch immer davon abhängig ist, ob wir bei meinen Eltern feiern oder bei meiner Schwester und ihrem Sohn. Aber eigentlich ist so, erster Weihnachtsfeiertag gibt es bei uns immer Pute. Ach, lecker. Ja. Seid ihr denn Weihnachtssinger? Also wird bei euch richtig gesungen oder versucht ihr auch diese Tradition so ein bisschen wegzuschieben? Ja, es ist so, dass die Tradition immer so war, dass meine Mutter den Weihnachtsbaum geschmückt hat und wir durften nicht ins Wohnzimmer. Und dann kam die Glocke und dann kamen wir die Treppe runter und dann durften wir ins Wohnzimmer und haben dann den geschmückten Weihnachtsbaum gesehen und dann kam Ode Fröhliche. Und da mussten wir dann dazu singen und das war auch immer auf Schallplatte. Und dazu mussten wir dann singen und ich habe irgendwann einmal von meinen Geschwistern zu Weihnachten eine Karaoke-Anlage gekriegt. Ui. Und da hat meine Mutter Sexbomb performt und das war, also wir singen trotzdem sehr viel. Das ist sehr schön. Und mit dieser guten Nachricht, dass deine Mutter gerne Sexbomb performt, haben wir tatsächlich diese ganzen Fragen durch und sind damit quasi am Ende deiner persönlichen 20-Ausgabe. Ich muss dich ganz kurz alleine sitzen lassen. Halt die Karten fest, die schenke ich dir schon mal. Und etwas holen. Oh Gott. Denn natürlich möchte ich dir jetzt stellvertretend für alle hier herzlichen Dank sagen, dass du so toll diese 22 Folgen 20 gemacht hast. Wünsche dir ganz, ganz viel Glück für nach der Zeit bei der verbotenen Liebe. Hoffe, dass wir trotzdem in Kontakt bleiben. Möchte ich jetzt einmal drücken. Vielen Dank. Oh. Alles Gute. Danke. Gibt es noch eine Sache, die du deinen ganzen Fans da draußen sagen möchtest? Ja, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich hoffe, dass ich so ein bisschen euch, die Schauspielkollegen, ein bisschen näher bringen konnte durch 20. Das hoffe ich auch, dass ich euch heute Theresa ein bisschen näher bringen konnte. Das war die letzte Ausgabe von 20. Euch alles Gute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.